glaube, es geht schon wieder los. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Wir planen jetzt unsere Route, unsere Reiseroute für den Urlaub im Juni. Ja, liebe Freunde, unser Turn geht am 26. Mai wieder los und wir wollen heute mal so ein bisschen Turnplanung machen. Wir haben uns schon mal so ein paar Orte rausgesucht, die wir anfahren wollen und versuchen jetzt daraus mal eine Strecke zu basteln. Da gibt es natürlich verschiedene Hilfsmittel zu, verschiedene Karten auf Tabs oder auf dem PC. Das werde ich gleich noch mal zeigen. Ich persönlich bin voll digitalisiert, ich arbeite auch in der IT und da haben wir das papierlose Büro. Deshalb verwende ich nur noch digitale Karten und das ist auch heute gar kein Problem mehr, da es ja verschiedene Kartentypen gibt, unterschiedliche, man ist nicht auf eine Karte mehr angewiesen und die sind ja auch offiziell anerkannt als Navigationsmittel mittlerweile, wenn man denn die richtige Karte verwendet. Aber natürlich kann man auch noch mit Papierkarten arbeiten. Das ist natürlich von der Haptik schöner, von der Übersicht schöner. Und Frank hat hier aktuelle paar Karten. Genau, das mache ich sehr gerne. Ich bin noch der Papiertyp und ich habe dann eben für unseren jetzigen Turn neue Karten bestellt. Und zwar hier Waterkarten Nederland Nord, Friesland insbesondere, wo wir dementsprechend dann hinfahren werden. Und vorher ist aber hier die Karte vom Eiselmeer zu berücksichtigen, weil wir eben am Eiselmeer vorbeifahren, an den Randmeeren. Und da ist die ganz aktuelle Fassung von 2022. Und wir haben noch zusätzlich hier ein holländisches Buch, wo die Häfen alle enthalten sind, die uns interessieren. Das ist vom letzten Jahr allerdings und hier kann man sehen, welches Gebiet umfasst ist, Nordholland mit Eiselmeer, Randmeeren und Watt. So, wir haben ein paar Orte ausgesucht und ja, Frank, wie sieht es denn aus? Wie fahren wir denn unsere Tour jetzt? Also ich würde vorschlagen, dass wir immer relativ kurze Touren machen, denn dieses Jahr ist neu, dass wir ja einen Bordhund haben und deswegen können wir jetzt nicht 4-5 Stunden auf dem Wasser sein, sondern müssen dann immer relativ kurze Schläge machen von, sagen wir mal, so 2 Stunden. Und den ersten Turn haben wir dann geplant, hier von Elburg aus startend, die Randmeeren hoch und dann entweder bis zum Kettelhafen oder gegenüber gelegen bis zum Schokkerhafen. Und die weiteren Orte sind dann? Dann fahren wir von da aus weiter Richtung Vollenhofe. Da liegt ein ehemaliger Hafennachbar von uns, der Peter mit seiner Frau, und die besuchen wir dann an dem ersten Wochenende. Da wird allerdings relativ viel los sein, weil da Christi Himmelfahrt ist. Das ist einer der wenigen Feiertage, die auch hier in Holland sind. Und da haben wir den Peter schon gebeten, dann für uns 2 Plätze freizuhalten. Und dann geht es weiter Richtung Giethorn. Ja, bei der Turnplanung muss man natürlich beachten, dass man auch Wochenenden hat und dass man nicht da an dem Samstag an irgendeinem gut gefüllten Hafen ankommt und gar keinen Platz kriegt. Das muss man immer einplanen, wo man an welchem Tag ist. Und natürlich auch die Restaurants. Montags in Holland ist es oft schwierig, ein Restaurant zu finden. Auch das gucken wir vorher in den Karten dann entsprechend nach, dass wir auch dann entsprechend das Lokal finden. Ja, und unsere weitere Turnplanung ist dergestalt, dass wir dann eben viel Binnen fahren durch Friesland und haben dann so ein paar Wegpunkte hier wie Jaure, Sneek wollen wir mitnehmen, Grau. Und dann geht es hier noch ein Stück weiter hoch, das ist der sogenannte Prinzenhof. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Gebiet. Und da werden wir das eben entsprechend so planen, dass wir an bestimmten Tagen, wie Pfingsten zum Beispiel, sind wir auch dort, dann einen festen Liegeplatz haben und dann nicht erneut was suchen müssen. Und dann wollen wir von da aus so ganz langsam hier Richtung Küste zurück, entweder nach Borkum und dann aufs Eiselmeer oder Richtung Stavoren aufs Eiselmeer, weil von da aus geht es dann in Richtung Süden. Wir haben eine Stelle, wo wir hinwollen, nämlich 11.12. wollen wir in Naarden sein. Das ist einer unserer Turnpunkte, den wir auf jeden Fall erreichen müssen, weil da ist das große Bromtreffen. Und was dann nach Naarden passiert in der letzten Woche, das lassen wir noch offen. Ja, ich habe von den ganzen Orten, die Frank jetzt genannt hat, die mal in einer Excel-Tabelle aufgeführt, mit dem Datum davor, damit man eine ungefähre Vorstellung hat, wann man wo ist. Und da kann man dann auch noch hinterlegen, was man an besonderen Orten machen möchte. Und zum Beispiel Ossenzeil Richtung Jaure, da gibt es eine Autobahnbrücke.
Da müssen wir uns dann auch noch mal genau erkundigen, ob man da durchkommt oder ob wir lieber außenrum fahren. Friesland hat ja den großen Vorteil, es gibt meistens mehrere Strecken zu einem Ziel. Ich zeige euch mal, wie es dann weitergeht. Wenn wir dann Richtung Naden fahren wollen, dann kommen wir hier oben an und fahren dann hier Richtung Enkhausen, hier durch die Schleuse. Und dann wollen wir auch hier mal Rast machen. Das ist ein neu angelegtes Gebiet, wo Sand aufgeschüttet worden ist und da ist auch ein kleiner Hafen dann installiert worden. Und von da aus, dann sind wir schon im sogenannten Markermeer, können wir dann hier geht's weiter, dann weiterfahren, hier durch die Hollandsbrücke wieder in die Randmeeren rein und hier ist Naden. Ja, das ist jetzt die grobe Planung. Wir wissen jetzt schon, welche Orte wir in welcher Reihenfolge anlaufen wollen. Dafür haben wir verschiedene Karten. Jetzt geht es an die Feinplanung. Das heißt, ich habe hier einmal die Navionics-Karte, die natürlich übers Internet funktioniert. Dann gibt es noch die Fahrwegsinformatie von den Niederlanden. Die ist eigentlich ganz wichtig, weil da findet man alle Informationen über Brücken, Schleusen, die vielleicht geschlossen sind, weil das muss man ja auch berücksichtigen, dass man nicht vor einer Schleuse steht, die dann gar nicht bedient wird. Dann gibt es hier noch die Watercard Netherland und die OpenSea-Map. Die beiden letztgenannten sind aber zum Navigieren nicht so geeignet. Die Karten hier zum Beispiel zeigen die ganzen Städte, da hat man gut die Übersicht, wo man dann langfahren muss. Und für die Feinplanung nehmen wir aber eine andere Karte. Auf dem Tab benutze ich die Biggerworks Wasserkarte. Die ist zum Schauen für Öffnungszeiten und Brücken sehr gut. Die Biggerworks Waterkarte hat halt den Nachteil, dass da Tonnen einfach aufpoppen. Hier zum Beispiel haben wir eine enge Fahrrinne und da sieht man in einem Ausschnitt nur grüne Tonnen und keine roten Tonnen. Das machen die anderen Apps alle deutlich besser. Allerdings ist sie aber sehr gut, weil sie halt alle Informationen über Häfen und Schleusen bietet und vor allen Dingen, was für uns natürlich für die Navigation ganz wichtig ist, sind die Tiefeninformationen. Also man sollte zum Navigieren keine Karten ohne Tiefeninformationen nehmen. Deshalb benutzen wir auch auf unserem Schiff dann die Navionics-Karte und da weiß man genau, wie man fahren muss. Weil die roten, grünen Tonnen geben zwar das Fahrwasser her, aber man kann ja oft daneben auch fahren. Aber gerade hier zum Beispiel bei unserem Hafen, sobald man außerhalb der roten Tonnen fährt, läuft man auf jeden Fall auf. Und das ist an anderen Stellen nicht und das beobachten wir halt sehr oft. Und wenn man keine Karte hat mit tiefen Informationen, dann fährt man quasi blind. Ich benutze die automatische Routenplanung gar nicht, denn da wird eine Route vorgeschlagen, die unter Umständen gar nicht passt. Und wenn man danach fährt, das ist dann unter Umständen nicht der schönste Weg. Deshalb schauen wir uns das alles händisch an und gucken auch bei jeder Brücke, kommen wir durch, kommen wir nicht durch. Das ist dann manuelle Handarbeit, aber das sollte man einfach tun. Ja, nach Naden planen wir ja noch eine Woche dann weiterzufahren und dann wollten wir eigentlich in die Fecht reinfahren. Das ist also von Naden aus südlich nochmal ein sehr schönes Flüsschen mit sehr schönen Häusern an den Ufern und dann von da aus so ganz langsam Richtung Heimathafen. Man muss allerdings bei der ganzen Planung dazu sagen, dass das natürlich alles wetterabhängig ist und die schönste Planung kann natürlich über den Haufen geworfen werden und wir dann tatsächlich dann eine ganz andere Tour fahren müssen, wenn wir Sturm haben, wenn wir Regen haben. Deswegen ist das jetzt tatsächlich auch nur die Grobplanung. Deshalb habe ich in der Excel-Tabelle ja auch noch 3 Tage drin, wo noch nichts geplant ist. Das heißt, wir können auch die Sachen, die wir jetzt uns ausgesucht haben, entsprechend verlängern oder verkürzen oder ausfahren lassen, eben je nach Wetterbedingungen. Ihr könnt uns auch in unserer Tour verfolgen über Marine Traffic. Wir haben ja AIS an Bord und wer die Maxi 2 dort sucht, wird immer genau sehen können, wo wir uns gerade befinden. Auch werden wir auf Facebook immer berichten, wo wir gerade sind. Da gibt es auch einige Bilder und da kann man auch sehen, wer uns gerne treffen möchte, wo wir sind, wo wir langfahren werden. Diese Informationen findet ihr alle dort. Viele nutzen natürlich auch diese automatische Routenplanung, wie man das auch vom Auto gewohnt ist. Bei den Schiffsplanungen, da klappt das oft nicht so wirklich gut und deshalb nutzen wir das eigentlich nicht. Aber wir nutzen natürlich schon die automatische Routenplanung, um einfach die Kilometerentfernung der einzelnen Routen rauszufinden. Das macht das natürlich total einfach,
Wenn ich die Routenplanung ansteuere und der Mann sagt mir dann, unsere nächste Tagestour sind zum Beispiel 25 Kilometer, dann kann man natürlich sehr gut abschätzen, wie lange wir ungefähr brauchen werden. Unsere YouTube-Berichte, die dauern natürlich, die können wir nicht on the fly machen. Das wird also erst später kommen. Und wir freuen uns natürlich über diese schöne Tour, die unsere Männer für uns geplant haben. 3 Wochen und das macht Spaß. Das werden wir auch haben. Und wir freuen uns riesig. Und weil wir ja so altbacken sind, machen wir Facebook und Instagram. Da könnt ihr uns auch folgen. Wir werden jeden Tag abends etwas einstellen. Genau.